museum inspired from the previous hub. This is what's from the previous hub. Yeah. Yeah, with FPGAs, all that optimization really becomes different. Yes. I'm not sure if Vivado in the back, probably if you define a large lookup table, does something, I would imagine. Yes, but it's not. So, Yeah, but I mean, if you define a large lookup table, it will probably apply something like Quine-McCluskey's algorithm to reduce it. Something in the order. is there strength? That microphone is anyway unmuted, so. Yeah. So. That's really a lot slides for today. That's really a lot slides for today. Yeah. Yep. Now it's on the side. It's on the side. It's not bottom up. I know. No, it's flipped over. Anyway, no one can read the labels. Yeah. Consider we talk about 4, 2 dimensions, and this is 6 with 3 dimensions. Yeah, it's 6 variables actually. Yeah. Yeah, if you have sufficient dimensions, you can do anything. That's what I always say. Yeah. Actually, you can even draw that. Like, you can just draw 4 of the normal 2 KV diagrams, and then you just have to check if it's at the same positions. But then you need to look at this rectangular. No, you don't need to then you imagine look that at as this, 3D. You can just draw 4 of them and check if you find the one at the same index, with the X and Y index. Yes. And you find it in all 4 of them, you know it's a... Yeah. I mean, you don't need to really think 3-dimensional to do that. But you need to somehow find a way to systematically do that. That's the difference. Yes, that's true. That's The true. question is how you do it systematically. Yeah, it's feasible. Did you switch your phone to IP phone? Oh, not yet. Yeah, I should do that tomorrow. I should do it today. It will anyway have a delay, so Hmm? it's anyway manually done. So Okay. yeah, up to the fortune of ITMC when they will do that or not.
The good thing is then you can even call for free in Taiwan. Hmm? You can even call for free in Taiwan then. Yeah. Oh yeah, that's right. I mean, anyway, our chair will get the bill, I guess, if we call Taiwanese numbers. I will have done that from time to time. I have done that from time to time. Yeah, but I guess it charges, right, for that? I mean, for such Charges. exceptional cost? No, not yet. So far, Probably if we do too much. if you do too much, yeah. I think the question is too much or not too much. Probably also DFNS flat rate by now for that, I don't know. This year we have less students in the class Yeah, because more students are on YouTube. at the moment it's pretty empty. But yeah, last year were way more. Yeah. But I think that is also what you experience in the summer semester. It's a corona lack, right? Because now everything is possible again and people do something else in studying. I mean, we heavily noticed that in the summer semester. We can start. Yep. Hallo, guten Tag. Willkommen zu Vorlesung Rechnerstrukturen. Make it a bit louder. Ja, get das. Okay, willkommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Letzte Woche haben wir über Algebraic Simplification gesprochen. Das war natürlich nicht so einfach, wenn man diese Resolutionsgesetz einfach genau diese mehrmal machen. Wir werden ein bisschen strukturierend mit KV-Diagramm die Funktionsrealisierung verbessern. Okay. So, zuerst, was ist KV-Diagramm? Das Konzept von KV-Diagramm hat Kanus und Weich im eigenen Arbeit entwickelt. Zurzeit wir nennen solche Diagramme ab Kanut und Weich, auch mit einfach KV-Diagramm. Die KV-Diagramme sind systematischer und anschaulicher und bieten eine viel übersichtliche Werk und Funktion mit 3 Eingaben oder 4 Eingaben zu einer Ausgabe zu vereinfachen. Wenn man 6 Eingaben haben, dann ist es ein bisschen kompliziert mit 3 Dimensionen, aber kann man noch machen. In dieser Vorlesung vorstelle ich nur KV-Diagramme mit 4 Variablen und würde am Ende auch das Konzept mit 3 Variablen vorzustellen. Es ist natürlich nicht generell. Wenn man mehrere Variablen bekommt, dann muss man den Algorithmus von Green-Markowski benutzen und das werden wir am Mittwoch weiter sprechen. Okay, was ist das Konzept von KV-Diagramm?
Ich gehe direkt mit einer Tabelle. Wenn wir 4 Variablen haben und eine Funktion f zu implementieren, dann können wir eine zweidimensionale Tabelle einsetzen. Die Besonderheit von solchen KV-Diagrammen ist mit diesem Konzept Nachbarschaften. Das heißt, Variablenbelegungen unterscheiden sich nur in einer Stelle. So, wir gucken mal jetzt. Wir haben 2 Dimensionen. In einer Dimension schreiben wir x1, x2 und in anderer schreiben wir x2 und x4. Okay? Dann, wir sollten immer über das Konzept Nachbarschaften aufpassen. Wir fangen mit nur. Okay? Und dann nur 1. Und dann normalerweise 1 nur. Und dann 1. Dann gucken wir jetzt, wie funktioniert, ob diese sind Nachbarschaften oder nicht. So, nur gegen nur 1 hat nur eine Stelle unterschiedlich. Das ist es funktioniert. Nur 1 und 1 nur unterschiedlich sich mit 2 Stellen. Das ist kaputt. Das bedeutet, wenn wir an anderer Seite gucken, wir können nur an einer Stelle unterschiedlich machen. Wenn es gibt 2 Stellen, dann ist es keine Nachbarschaft. Wie können wir diese reparieren? Das kann man einfach machen. Also, wir machen einfach nur, dann nur 1. Okay? Dann 1. Okay? Nur 1 und 1 sind nur an einer Stelle unterschiedlich. Dann die 2 sind in einer Nachbarschaft. Und dann nächstes ist 1 nur. Okay, dann gucken wir noch einmal. Nur gegen nur 1. An dieser Stelle, das ist richtig mit Nachbarschaften. Nur 1 gegen 1, das geht auch. Und dann 1 gegen 1 nur, das ist auch eine Stelle unterschiedlich. Wir sollten auch aufpassen, dass dieses KV-Diagramm zugleich ist. Es bedeutet, wenn wir über die 2 gucken, so nur und 1 nur unterschiedlich sich auch mit nur einer Stelle. Es bedeutet, wenn wir zugleich gucken, nur gegen nur 1, eine Stelle unterschiedlich, nur 1 gegen 1, eine Stelle unterschiedlich, 1 nur mit einer Stelle unterschiedlich, 1 nur und dann nur unterschiedlich sich auch mit einer Stelle. Okay? Deswegen, man wird mit dieser Tabelle 2 Dimensionen fangen wir mit nur und dann nur 1 und dann 1 und dann 1 nur. Okay? Das ist immer so. Ansonsten es ist kein KV-Diagramm mehr. Und wenn wir nicht KV-Diagramm so machen, dann können wir nicht die Nachbarschaften benutzen. Und ich erkläre später, warum Nachbarschaften ganz wichtig für KV-Diagramm ist.
Okay? Das ist klar. Dann, warum ist es wichtig? Wir gucken jetzt hier an dieser Stelle. Diese Stelle ist x1 ist 1, x2 ist 1 und dann x3 ist 0 und x4 ist 1. Diese Stelle steht vor dem Midterm x1, x2, nicht x3 und x4. Okay? Die Nachbarschaften oben, hier ist x1, x2, nicht x3, nicht x4. Rechts ist x1, nicht x2, nicht x3, x4. Unten ist x1, x2, x3, x4. Links ist links ist nicht x1, x2, nicht x3 und x4. Wenn wir jetzt die Minterme hier nach oben gucken, die zwei Minterme unterschiedlich nur unterscheiden sich nur in einer Stelle. Es bedeutet, wenn wir das Gesetz Resurrektion benutzen, bekommen wir eine Erkürzung. Und dann können wir die zwei zusammenbauen. Dann bekommen wir nicht x1, bekommen wir x1, x2, nicht x3. Und x4 ist für uns egal. Wenn wir an die zwei Stellen gucken, dann ist x3 egal. Wenn wir das Gesetz Resurrektion benutzen, dann bekommen wir x1, x2, x4. Wenn wir die zwei zusammen gucken, dann können wir auch dieses Resurrektionsgesetz benutzen. Dann das Ergebnis ist x1, nicht x3, x4. Wenn wir die zwei gucken, dann das Ergebnis ist x2, nicht x3 und x4. Okay? Das bedeutet, früher mussten wir diese Vereinfachung langsamer stufenweise gucken und jetzt wir können einfach an Nachbarschaften gucken und können wir vielleicht die Resurrektionsgesetz einfacher benutzen, um die Funktion zu vereinfachen. Ist es klar? Hier? Gut. Okay, dann gucken wir jetzt. Hier ist eine Nachbarschaft. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Okay? Wir müssen immer aufpassen, dass wir die Nachbarschaften immer mit Zyklus gucken. Okay, gut. Dann, ich habe eine Frage. Export. So. Welche Belegungen im KV-Diagramm sind direkt nachbar von nur 1? Multi-Choice. Multiple Answer. So, nur 1. So, gucken wir jetzt zurück. Nur 1. Hier. Which values are the neighbors
direct neighbors of 0, 0, 0, 1. Or which midterms are the direct neighbors of not x1, not x2, not x3, x4. Okay. So this is nur, 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 nur. Nur eins, nur eins. Nur eins, eins. Eins, nur eins. Okay. Ich glaube, diese sind die 4. Alles hier. Okay. So, wir können einfach gucken. So, hier ist nur 1, nur 1, nur 1, 1, 1 und das 1, nur 1. Man muss immer am KV-Diagramm zugleich gucken. Okay? So, das haben wir schon gehabt, genug. Und dann, wenn wir weitermachen, das ist das andere. Welche Belegungen im KV-Diagramm sind direkt nachbar von nur. Jetzt gehen wir zurück hier. So, es bedeutet, wenn wir jetzt hier gucken, dann sind wir an dieser Stelle und wir sind in Nachbarschaften von nur. Multi-Choice, Multiple Answer. Während ihr die Frage beantwortet, ein kurzer Hinweis zu Übungen, Klausuren. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind diese KV-Diagramme natürlich Klausuraufgaben und Übungsaufgaben und als persönliche Einschätzung Aufgaben, in denen man sehr leicht viele Punkte holen kann. Ganz, ganz wichtig ist es aber auch, dass man die immer korrekt beschriftet. Also x1, x2 dran schreibt, x3, x4 dran schreibt. Die Belegungen genau in der Reihenfolge, also 00, 01, 11, 00, an die Seiten des KV-Diagramms dran schreibt, weil wenn man das nicht tut, verliert man immer Punkte. Und wie gesagt, KV-Diagramme sind mit eins der einfachsten Dinge, wo man leicht viele Punkte in Klausuren und Übungen bekommen kann. Lasst die Punkte da nicht liegen, nehmt die mit. So, wir können einfach sagen, KV-Diagramm ist 100% in Klausur. Einfach so. Und diese Punkte sind Geschenke. Okay. Don't miss that. You may put x1, x2, x3, x4 in anything you want, but try to follow the notation we use here. Important thing is that you need to put the variables, otherwise you don't know where you are. And keep in mind that you have to do 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0 all the time.
So, Nachbarschaften. Von hier, dann gucken wir. Das ist, ja, die 4, nur 1, nur 1, nur 1, nur und 1, nur. Die alle 4 von oben. Okay? Es ist klar? Ist Zyklus. Das bedeutet, immer diese 4 muss man denken. An diese 4 Stellen. Okay, gibt es Fragen bisher? Das war hier. Okay? Nur. Hat die 4 Nachbarschaften von nur 1, nur. Und dann nur, 1 nur und 1 nur. Alles hier. Okay. Gut. Dann, wie können wir KV-Diagramm benutzen? Wir haben diese Beispielfunktion wie bereits gesehen. Und jetzt sollten wir die KV-Diagramm ausführen. So, wir schreiben hier x1, x2 und dann x3, x4. Dann machen wir immer nur 1 und 1 nur. Hier auch nur 1 nur. Okay? Dann können wir anfangen. Wie können wir anfangen? Wir folgen hier. Dieser ist 1, schreiben hier 1. Okay? Dann natürlich ist es besser, wenn wir die Tabelle genau schreiben. So. Okay. Das war 1. Dann nur. Wo ist das nächste? Dann hier 1. Ist es klar? So, hier ist von nur. Stelle 1, Stelle 2, Stelle 4. So, ich schreibe hier mit unseren Notizen. Hier ist nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15. Okay, ich mache noch einmal. So, hier ist nur. Dann hier ist Stelle 1, diese Funktion, diese nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja? Oh, man kann hier sagen, hier ist A, vielleicht mache ich mit der Touchball. So, dann hier ist A, B, C, D, E, F. Okay? So ist nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ist das klar? Okay, dann führen wir einfach in diese Folge, mit dieser Folge. Dann das ist 1 nur, 1 nur, bis hier, dann 1 nur, 1 nur, 1 nur, 1 nur, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 und dann
nur. Fast gemacht. Das habe ich schon gesagt. Man muss immer richtig gucken. Ja? Okay? Das ist falsch. Was passiert hier? I always did that. Every year I have to make a mistake here. And you learn that you have to see a mistake so that you don't make a mistake. Or if I don't make a mistake, I would have to also erase that, saying you that this was correct. Let's try something wrong. Okay? Gut. Hier ist kaputt. Ja? Das ist nicht gleich. So, wir gehen noch einmal. So, das ist nur, fast, noch einmal. So, hier ist 1 nur, 1 nur, dann 1 nur, 1 nur, und dann 1, 1, 1, 1, dann nur. Es ist okay? Good? Any question? No question? Haben wir dann die Folien dort gemacht. Dort. Okay, gut. No question? Okay, dann nehmen wir nun weg, nur für bessere Übersichtlichkeit. Und dann, wir suchen die allergrößten Rechteck mit 2 Potenzlänge. Das bedeutet, wir suchen mit großen Rechtecken, mit der großen 2 hoch 4, 2 hoch 3, 2 hoch 2, 2 hoch 1 und 2 hoch 0. Das ist 2 hoch 4 ist 16, 2 hoch 3 ist 8, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 0 ist 1. Mit der größten. Okay, an dieser Stelle habe ich eine Frage. Wie viele Rechtecke mit der Größe 4 gibt es in diesem KV-Diagramm? Wie viele gibt es mit Größe 4? Rechtecke. So, rectangular. Doesn't have to be square. 2 by 2, 1 by 4, 4 by 1. Anything else? No. 0 by nothing? Okay, so 4 by 1, 2 by 2, or 1 by 4. So natürlich hier ist einer. Natürlich hier die 2 zusammen ist andere. So gibt es mehr. So mindestens 2.
Gibt es dritte? Oder 2 ist die Lösung? Do you see the third one or not? Or is there a third one or not? We see 2 with size 4. Is there anyone with a size 4 as well? It's a bit far. Could you pass, please? Wir sind ja wieder zyklisch, also wie man sozusagen die oberen Beine verbinden kann, man kann es auch nach links rücken und da hat man sozusagen in der oberen linken Ecke 4 Stück. Ja. Also dann bei 0, 0 und dann halt unten 1, 0 und das, wenn alle 4 Ecken außen sind, ist es auch sozusagen eine große Ecke wieder. Ja, gut, danke schön. So, gibt es noch 4. So, wir haben 3 gefunden. Gibt es andere? Okay. Ich sehe auch nichts. So. Zusammen 3. Okay. Die 3. Was bedeutet für diese 3? Wir gucken jetzt. Das blaue Rechteck ist dieser Rechteck, blau. Für dieses Rechteck, wir können sehen, dass es x3 und x4 sind für uns ganz unrelevant. So, dieser ist dieser blau ist dann x1, nicht x2. Okay, was ist für grün? Dieser grün bedeutet, x2 sind unrelevant, das ist nichts x1 und x3 ist relevant, x4 ist nur. Okay, schwarz. So, die 2 zusammen. x1 ist unrelevant. Dann nehmen wir nicht x2 und an die 2 Stelle. So, x3 ist unrelevant und nicht x4. Bauen wir. Okay? Any question? So, wir dann haben gesehen, dass hier blau ist x1, nicht x2, grün ist nicht x1, nicht x4, schwarz ist nicht x2 und nicht x4. Und es bedeutet, wir haben diese sogenannten Monon von Funktion f gefunden. Und dann, was wollen wir, ist einfach, wir suchen die Monone, um die alle 1 durchpassend Rechteckausfahrt abzudecken. So, wir können einfach die 2 Rectangular benutzen, so blau und schwarz und grün. Es bedeutet, diese Funktion f ist einfach x1, nicht x2 oder nicht x1, nicht x4. Diese Funktion ist gleich wie früher. Kaputt. Kann nicht weiter zurückgehen. Das ist dann gleich wie
hier. Okay, gut. Aber mit KV-Diagramm können wir die Vereinfachung von Funktionen systematisch und Strukturen vereinfachen. Gibt es Fragen? Yes. Sorry, I need to go back. I think. Okay, yes. Mon Sorry. Was ist die Frage? Noch einmal. Wie haben wir Verfahren, um die verschiedenen Monome zu finden, berechnen? Die Monon? Ja. Was bedeutet, was ist ein Monon? Keine Ahnung. Ja, okay. Wir müssen auch über Monon sprechen. Okay, so. Wir gucken mal. Was leistet KV-Diagramm? Wir lösen mit KV-Diagrammen ein Problem, das wir noch gar nicht definiert haben. Und wir wollen jetzt noch gucken. So, wir haben eine Funktion f. An dieser Funktion f, wir suchen eine Repräsentation, um die Kosten zu minimieren. Und wir brauchen die ein bisschen begriffen, was das bedeutet. So, es gibt Variablen, so x1, x2, x3 zum Beispiel. Es gibt Literale und die haben wir früher schon benutzt, aber nicht genau definiert. So, ein Variablen mit mein Variable ist ein Literat und die Negation von einem Variable ist auch Literat. So, Literat ist entweder Variable und Negationen. Monon ist Konjunktion von einigen Literalen oder Konstanten. So, zum Beispiel x1 nicht x3, x4 ist ein Monon, x2 ist auch ein Monon. Ein Polynom ist die Disjunktion von einigen Monomen. Sie kennen schon Polynomien von Funktionen im Algebra. So, x hoch 2 ist ein Monom, ist auch ein Polynomial. Das ist auch gleich hier. Man kann einfach denken, dass Konjunktion ist einfach Multiplikation und Disjunktion ist einfach Plus oder Addition. Okay. Gut. Dann habe ich eine Frage hier. Ist diese Funktion f von f von x, y, z ist x, ist diese Funktion eine Variable, eine Literar, eine Monon und ein Polynom. So, ist x, so einfach, we should change the question. Is x a variable? Is that English and German combined together? Yes. Is the function x a variable, a literal, a monon, or a polynomial? Multiple answer, multiple choice.
Okay? So x is ein Variable. X ist ein Monom. X ist ein Literal. X ist auch ein Polynom. X itself is all of them. Okay, I repeat again. A variable is x, y, z, x1, x2. The variables you have in the input. A literal is either a variable or the negation of a variable. A monom is the conjunction of variables. A polynomial is a disjunction of monoms. Monon is a conjunction of literals. Thanks for correction. Any question for this? Gut. So, machen wir weiter. Wir kennen schon die 4. Dann gehen wir jetzt zur Funktion f. Ein Implikant von Funktion f ist ein Monom mit dieser Eigenschaft, dass m von x ist 1, dann f von x 1 ist. Das bedeutet, wenn dieser Monom einschlägig ist, dann ist diese Funktion f einschlägig ist. Diese Funktion 1 ist. Okay, zum Beispiel Monom ein Minten ist ein Monom von Funktion f. Wenn wir ein Minten vereinfachen oder ein Monom vereinfachen, das bedeutet, wird ein Part Literale weglassen sollten. Das ist mit diesem Konzept Verkürzung. Eine Verkürzung von einem Monom ist eine Verkürzung von einem Monom m bedeutet, dass diese Verkürzung ist auch implikant ist. So, wenn wir zum Beispiel die 3, diese Verkürzung, so x1, x3, x1, nicht x3, werden wir x1 und nicht x3 haben. Und wenn wir diese Monom zusammen mit x1, x3 mit dem Gesetz Resolution benutzen, dann das ist eine Verkürzung von x1, nicht x3 und diese Verkürzung ist nicht x3. Okay? So, das bedeutet x1, nicht x3 oder nicht x1, nicht x3 kann man mit nicht x3 verkürzen. Okay? Natürlich mit diesem Begriff, x1 nicht x3 ist auch Verkürzung von x1 nicht x3. Das scheint ein bisschen komisch aus, aber das ist richtig von Mathematik. Deswegen brauchen wir diese sogenannten echte Verkürzung. Eine echte Verkürzung muss man mit echt weniger Literat enthalten. Wenn wir die 2
Verkürzung gucken. x1 nicht x3 ist nicht echte Verkürzung von x1 nicht x3, aber x nicht x3 ist eine echte Verkürzung von x1 nicht x3. Okay? Gut? Ist das klar? Bisher? So, we look at the definition of implicants. We look at the definition of shortens of Verkürzung. At the end, we would reach a point that we cannot shorten it anymore. So, das bedeutet es, wenn wir eine Funktion f haben, suchen wir zuerst Repräsentationen, zuerst Midtermen, und dann machen wir Verkürzung, 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 und am Ende können wir nichts weitergehen. Wenn wir einen Implikanten haben von dieser Funktion f und dieser Implikant nicht weiter echte Verkürzung machen können, solcher Implikant ist sogenannter Primimplikant. Das ist gleich wie Primzahlen. The prime implicants are the monon, or the implicants that cannot be further really reduced with shortens. Okay, was bedeutet es, wenn wir eine Funktion f haben, diese Funktion f, x1 oder nicht x2, x3, dann kann man nicht weiter verkürzen. Dann nicht x3, nicht x2, x3 ist Primimplikant von dieser Funktion und x1 ist auch Primimplikant von dieser Funktion. Okay, dann, was bedeutet es? Wenn wir die Verbindung zu dieser Polynomial-Optimierung zur Verbindung zu Schattnetzen gucken, wir können einfach die Zahlen, die Optimierung, mit die zwei Dinge direkt verbinden. So erinnern ich mich, dass wir keine Negationskarte zählen mehr. Und wenn wir ein Monom mit zusammen Illiteralen gucken, dann brauchen wir Ungatter. Wir brauchen, wenn wir I-Literale haben, dann brauchen wir I-1 Ungatter mit Pfennig 2. Da haben wir vorher schon geguckt. So, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 haben wir zusammen 8 Literale. Und mit diesen 8 Literalen brauchen wir 7 Ungatter. Die Kosten ist I-1. Okay. Und wenn wir den Polynom mit J-Monomen, dann können wir jetzt für jedes Monom brauchen wir ein zusätzlich Autogatter. Das bedeutet, die Kosten mit J-I-Literale ist einfach ungefähr Kosten I und die Anzahl von Monomen ist gleich gemessen. Okay. Es bedeutet, wir zählen einfach die Literale und die Anzahl von Literalen minus 1 ist die Anzahl von unseren Kosten. Okay? Das bedeutet, wenn wir diese Funktion zu optimieren, dann können wir ein Minimalpolynom
zu Funktion f zu verbinden. Okay, natürlich, wir können einfach sagen, dass ein Minimalpolynom liefert ein günstiges Schattennetz. Das ist natürlich nicht so einfach, aber trotzdem suchen wir Minimalpolynom. Okay, wie können wir systematisch Minimalpolynomial finden? Das können wir jetzt beweisen. Wir können einfach sagen, dass Minimalpolynom enthalten nur Primimplikanten. So, es bedeutet, wenn wir eine Funktion optimierend mit Minimalkosten zu bauen mussten, dann gucken wir einfach nur Primimplikanten. Wenn wir einen Implikanten, der nicht Primimplikanten ist, dann können wir einfach verkürzen. Okay? So, wie können wir dieses beweisen? Das ist ganz einfach mit Beweis, mit Indirect Beweis gucken, oder auf Englisch Contradiction, Proof by Contradiction. Nehmen wir an, dass eine Funktion f ist Minimalpolynom, aber es gibt einen Implikanten, der nicht Primimplikanten ist. Es gibt viele Implikanten, dann nenne ich, dass M1 kein Primimplikant zu f ist. Wenn M1 kein Primimplikant ist, das bedeutet, es gibt andere Implikanten hier, nennen wir M'. Diese M' kann man zusammen mit der M1 bauen und diese M1 und M' kann man einfach echt verkürzen und dann bekommen wir andere Implikanten. Und es bedeutet, wenn wir M1 1 ist, diese Funktion M1 1 ist, dann gibt es auch M'1 ist, dann es bedeutet, wir haben einfach andere Implikanten M' gefunden und dieser M' ist einfach günstiger und dann haben wir eine Contradiction gefunden. Das bedeutet, wir können jetzt M' oder M2 und weiter bis Mi aus einem Polynom bauen und dieser Polynom ist auch eine Repräsentation von Funktion f, aber ist günstiger. Dann bekommen wir diese Contradiction. Das bedeutet, diese Funktion f ist nicht ein Minimalpolynom. Okay, ist das klar? So, you assume this is a very simple trick. You will learn that from Murphy eyes to prove by contradiction. You assume a property that doesn't work for your proof, and then you reach the contradiction on the way. Over here, we assume that there's an implicant. There's an implicant which is not a prime implicant from this function f, and you claim that this is the optimal solution with the minimal cost. And then on the way we prove that because this M1 is not a prime implicant, you will find another implicant that you can really shorten M1. That implicant is called M'. And then you have this M' which is cheaper than M1. And you reach a contradiction that you cannot f has the minimal polynomial, but you reach another polynomial
that has low cost. That means that your assumption is not correct. You reach a contradiction. Okay, so es bedeutet, wenn wir Minimalpolynoms suchen mussten, dann suchen wir einfach mit dem Einbauen von Print-Implikanten. Okay, so was bedeutet es? Wenn wir diese Funktion f gucken, mit 4 Variablen, dann gibt es Mononen mit Länge nur 1, 2, 3 oder 4. Wir schauen die alle Möglichkeiten hier. Print-Implikanten mit Länge nur. Wait a second. Before we start, which monon has a length 0? Length 0. Which one has a length 0? Yes, please, can you speak loud? Length nur? Nur? The monon. Nur is not a monon. I should go. Nur is kein Monon. Yeah? Which monon? So, welche Monon hat welche Monon ist mit Länge nur? The length of a monon. Okay. So I think monon English is, what is the monon in English? English is monon. Yeah. Sorry, I think my English is worse after teaching this lecture. Which monon has a length 1? Let's start with 1. Wants to try? Which monon has a length 1? The length is the number of variables you have. x1, x2, x3, not x1, not x2, right? So which monon has a length 0? Bit tricky now. Eine Konstante, also sowas Which wie 1, ja, 1 or 0. Is 0 a monon? 1. Okay, very good. So, 1. F of x1, x2, x3, x4 is 1. It's a monon. 1 is a monon, 0 is not, okay? First. 0 is a monon. Yes? I will use the microphone. Sorry. I'm sorry. Okay? Am I using the microphone? This microphone doesn't react. Oh. Hello? Yeah, okay. So, Print-Implikanten, der mit Länge nur. So, zuerst Monon is 1. Okay? So, Länge 1. Ich habe keine Ahnung, was ich habe hier. x1, nicht x1. x2, nicht x2. x3, nicht x3. x4, nicht x4. Okay? Dann Länge 2. Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Nicht x1, x3 ist hier. Das ist zuerst nicht x1 und dann x3. Der Intersekt und dann Monon, Print-Implikanten mit Länge 3. Das ist die 3 zusammen. So, hier ist nicht x2, x3, x4. Länge 4 ist ein Mitten.
Okay, das geht auch. Ja? So, das bedeutet, was wir früher gesprochen haben, dass wir die Rechtecke finden sollten, ist einfach die Primimplikanten zu finden. Okay? Wenn wir ein Rechteck mit der Größe 4 haben, dann ist es Größe 4 ist mit der Länge 2. Wenn wir ein Rechteck mit Größe 8 finden können, dann ist diese mit einem Primimplikanten mit Länge 1. Wenn wir ein Rechteck mit Größe 16 finden können, dann das ist natürlich alles 1, dann das ist ein Monon, ein Primimplikant mit Länge nur. Okay, gut. So, dann gucken wir jetzt, was wir machen mit KV-Diagramm, auch mit Minima-Polynom-Bestimmung mit KV-Diagramm lösen können. Wir haben eine Aufgabe, eine Funktion f mit 4 Variablen bekommen und die Ausgabe an jeder Stelle ist entweder nur oder 1. Wir fangen an, wir machen zuerst die Funktion ins KV-Diagramm einzutragen und dann finden wir die alle maximale 2 Potenzrechtecke mit Größe 8, 16, 8, 4, 2 und 1. Und dann schreiben wir für jedes Rechteck entsprechend Primimplikanten und dann finden wir eine Überdeckung von alle Eisen durch eine Minimat-Monon-Auswahl. Wir gucken am Ende, was die letzten Punkte bedeutet. Okay, jetzt haben wir ein Beispiel, andere Beispiel. Das ist nicht gleich wie früher. Diese Funktion f, dann schreiben wir zuerst die Tabelle x1, x2 oben, x3, x4 links. Fangen wir immer nur 1, dann 1, 1 und dann 1 nur. Von oben auf von links. Dann führen wir nächste die Tabelle. So, 1, nur 1, 1, nur 1, nur 1, nur 1, nur 1, nur 1, 1. Okay? Gibt es Fragen hier? Natürlich, Sie können einfach diese nur weglassen und schreiben einfach die Eisen. Okay, das ist die nächste Stufe. Okay, bis hier. So, dann gucken wir jetzt, wie wir die Funktion, die Primimplikanten finden können. Mit Größe 4, wir fangen an mit Größe 16. Größe 16 geht nicht, Größe 8 geht auch nicht. Gibt es Rechteck mit Größe 4. Ich marke einfach, so hier. Ja?
Gibt es andere mit Größe 4? Ich sehe gar nicht. Dann sollen wir jetzt mit Größe 2. Größe 2 sehe ich jetzt hier die 2 zusammen, die 2 zusammen, die 2 zusammen und die 2 zusammen. Gibt es noch? Ja, bitte. Ist nicht auch 0000 und 0010 ein, Warum so? weil die sind ja auch miteinander verbunden. Zyklisch. Das KV-Diagramm ist zyklisch. Wir müssen immer zyklisch denken und dann auch die 2. Ja, zu schwarz. Die 2 aus einer Gruppe setzen. Ja. Gut. So, wie viele Primimplikanten haben wir gefunden? So, wir haben eine mit Größe 4 und 1, 2, 3, 4, 5 mit Größe 2 gefunden. Ja? Gut. So. So, welche von diesen folgenden Mononen sind Primimplikanten von Funktion f? Das ist nicht so einfach zu gucken, zu schreiben, aber man kann Zeit investieren und dann vielleicht gucken. Es ist, glaube ich, mit Multiple Lösungen. So. Und nicht alles ist richtig. So, dieser mit Größe 4 ist einfach x3, x4. Yeah, oops. Not very easy to see. Sorry for that. How about the others? x1, x2, x3, gucken wir, ob es gibt. x1, x2, x3. So. x1, x2 ist hier, dann x3 ist hier. Dieser Rechteck ist x1, x2, x3. Okay, und dieser Rechteck ist x1, nicht x2 und dann x4. Dieser Rechteck ist dann nicht x1, x2 und x4. Dieser Rechteck ist nicht x1, nicht x2 und x3. Und dieser Rechteck hier ist nicht x1, nicht x2 und nicht x4. Okay? Ist es klar? Die alle dort sind
die Primimplikanten. Okay? Any question? Any question about mapping the rectangulars to the corresponding monons? Gibt es Anmerkungen? Ja, er hatte Anmerkungen. Exercise, Übung. Ja, ich meine, ich kenne halt die häufig gemachten Fehler und will euch davor einfach warnen. Wir haben ja gesagt, man muss immer Rechtecke mit maximalen Zweierpotenzen Seitenlängen finden. Es gibt jetzt Leute, die kommen auf die Idee und sagen, na gut, jetzt zum Beispiel in diesem Rechteck 1x4, da sind ja zwei mal 1 Rechtecke drin und schreiben die eben auch auf und suchen auch das Monom davon. Kann man alles machen, das sind aber keine Primimplikanten. Also Primimplikanten sind nur Rechtecke mit Zweierpotenz-Seitenlängen, die maximal groß sind. Und wenn danach gefragt ist, Primimplikanten der Funktion zu finden, darf ich nur maximal große Rechtecke finden. Was das bedeutet, ist einfach so, wenn wir über diese Is there any way to kick out everything easily? Yes, I remember now. Okay, so wenn wir hier gucken, dieser Rechteck ist primimplikant. Dieser ist x3, x4. Ja? Wenn wir jetzt die zwei gucken, dieser ist nicht x1, x3, x4. Was bedeutet jetzt hier ist, wenn wir diese Rechteck x3, x4 schon finden, dann die andere kleine Rechteck ganz überdeckt von dieser x3, x4 sind kein Primimplikanten. Das bedeutet, x3, x4 ist eine Eckverkürzung von nicht x1, x3, x4. Es gibt dort nicht x1, x3, 4 und dann hier ist, das hier ist einfach x2, x3, x4 und dann weiter hier ist x1, x3, x4 und dann weiter ist nicht x2, x3, 4. Die alles kann man mit x3, x4 verkürzen, verkürzen. Okay. Das bedeutet, wenn wir sagen, wir sollten Primimplikanten, die alle Primimplikanten finden, dann sind die 4 dort mit großer 2 nicht Primimplikanten. Okay. Gut, danke. Dann schreiben wir alles. Es haben dort zusammen 1 plus 5, 6 Primimplikanten schon gefunden. Und dann, wir sollten am nächsten Stelle weitermachen. Wir haben die einzelnen Monon schon gefunden. Dann brauchen wir die Minimat-Monon, um Funktion f zu repräsentieren. Was bedeutet es, dass wir sollten die Mononen auswählen, sodass wir Minimat-Kosten haben. Okay? Gut. So, wir können jetzt gucken, welcher Monon erforderlich ist. Okay. Dieser 1 ist natürlich, ich glaube, eine Frage. Welcher der Primimplikanten benötigt man zur Minimat überdecken?
Deckung. Das ist zu schnell. Sorry. We ask this question later. Luck. We do it later. Okay? Gut. So. Warum? Nicht. Keine Ahnung. Das ist 115. Okay. Okay. So. Machen wir zum Ersten. So. Welches Monon brauchen wir unbedingt? Gucken wir, welche Eis müssen wir unbedingt mit einem Monon benutzen. So, dieser Eis ist nur mit diesem Monon überdeckt. Deswegen brauchen wir diesen Monon unbedingt. Dieser Eis ist mit diesem Monon überdeckt. Das bedeutet, diesen Monon brauchen wir unbedingt. Dieser hier und dieser hier. Das bedeutet, wir brauchen die vierte Monon unbedingt. I repeat this again. We look at first the ones that are only covered by one monon. If there is a single one covered by only a monon, the monon is definitely needed. Otherwise, we are not able to cover that single one. And what are those ones we find here? This one is covered by only this monon. This one is covered only by this monon. This one is only covered by this monon. And this one is only covered by this monon. That means that we definitely need those monons. We cannot ignore any of them. If we take one of them out, then we are not able to cover one of the ones. Okay? Das bedeutet, wenn wir diese Dinge machen, dann haben wir diese 1, 2 Eisen, die 2 und auch die 2 überdeckt. Wir haben nur am Ende dieser Eis schon noch nicht überdeckt und bauen wir ein Monon. Und dieser Monon muss man mit Minimalkosten denken. Und das ist natürlich x3, x4. Das bedeutet, wir brauchen die 5 Mononen. Okay, dann kann es was. Okay, gut. Gibt es Fragen? Nein? Das bedeutet, diese Funktion f ist x3, x4 oder nicht x1, x2, x4 oder x1, x2, x3 oder x1, nicht x2, x4 oder nicht x1, nicht x2, nicht x4. Das ist auch mit Minimalpronomen. KV-Diagramm, wir haben KV-Diagramm für 4 Variablen schon geguckt. Das KV-Diagramm für 3 Variablen ist einfacher. Das ist zusammen 3 Variablen. Wir brauchen x1, x2, nur 1, 1, 1 und dann 1 nur. Und dann andere Richtung ist nur und 1. Dann wenn wir diese Tabelle führen mussten, das ist Stelle nur 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6, 7. Okay? Dann KV-Diagramm für 6 Variablen. Das kann man einfach hier gucken. Diese Richtung ist mit 16 Zellen und dann dort hier auch mit 16, dort hier auch 16, dort hier auch 16. Ja? Sie können dort gucken. You see the notations here as well. Natürlich, es ist nicht so einfach. Man sollte mit 3 Dimensionen, mit 3D denken. Wir können zuerst auch diese Einsen mit zusammen 64 verschiedene Zellen führen. Und dann sollen wir zuerst 2 potenziert mit Größe 64, dann alles 1, Länge nur, oder 32, Länge 1, oder 16, Länge 2, oder 8, Länge 3, auf 4, Länge 4, 2, Länge 5, oder 1, Länge 6. Dann kann man mit gleichen Konzept benutzen. Es ist leider nicht 2 Dimensionen mehr, aber 3 Dimensionen. Es bedeutet, es kann man nicht länger gucken. Es gibt keine Idee länger, aber zusammen mit den Dimensionen. Mit 3D, wenn wir zum Beispiel Länge 8 denken, dann das ist entweder 4 mal 2 mal 1, 2 mal 2 mal 2, 1 mal 2 mal 4, 1 mal 4 mal 2 und weiter. Das muss man systematisch machen. Und natürlich, das ist zu kompliziert. Wir machen das gar nicht in Übung, auch nicht in Klausur. Die Klausur ist normalerweise mit 4 Variablen. Die Übung ist mit 4 Variablen. Sie sollten KV-Diagramm richtig verstehen. Und Christian hat schon gesagt, die Fehler kommen meistens von nicht richtig Variablen zu schreiben und dann nicht richtig nur 1, 1, 1, 1 nur zu schreiben und dann am Ende die nicht richtig Einsen im Tabelle ausführen und am Ende auch nicht richtig Implikanten zu finden. Diese muss man immer aufpassen. Am besten sollte man an mehrere Funktionen üben. Also ich kann es nur noch mal betonen. KV-Diagramme sind wahrscheinlich, ohne was versprechen zu wollen, eine der wenigen Aufgaben, die in der Klausur genauso aussehen wie in der Übung. Also man kriegt eine Funktion, man soll diese Funktion in das KV-Diagramm eintragen, man soll Primimplikanten markieren, man soll Primimplikanten finden und ein Minimalpolynom aufstellen. Es ist wirklich immer das Gleiche, nur mit einer anderen Funktion. Und wenn man das alles richtig macht, kriegt man da gut viele Punkte für. Ich kann es nur empfehlen, die Punkte nicht verlieren zu lassen. So in the last years, we have been so creative, creating interesting exam assignments and exercises. But for a cave-out diagram, I think there's no creative ideas one can construct. So this is really, really the thing. You will get exactly the same thing in the exercise, in the exam. The only difference is the function. And please make sure that you don't miss the gift points. We would always give you lots of gift points. But unfortunately, we always also realize that some students also give us the 4 points back. And don't do that. See you on Wednesday.
And please give us the 3D KV diagram back.